Moin Leute, ich möchte euch heute gerne 5 tolle Nischendüfte vorstellen, die sich meiner Meinung nach ideal dafür eignen, um in die Nischenwelt einzutauchen, um eben Nischendüfte kennenzulernen. Ja, wir haben alle mehr oder weniger mit Designerdüften angefangen, einige zieht es dann aber weiter in die Welt der Nischendüfte. Nischendüfte können aber zum Teil wirklich sehr speziell und auch überfordernd für die Nase und für das Empfinden sein. Aber die Düfte, die ich euch heute vorstelle, sind alle relativ einfach zu mögen, haben trotzdem eine ganz tolle DNA und vor allem auch eine tolle Qualität. Wir starten auch direkt mit dem ersten Duft, nämlich mit Reflection Man von der Marke Amouage. Also das ist ein Duft, den ich auch niemals verkaufen würde. Ich trage Reflection Man zwar relativ selten, aber jedes Mal, wenn ich mir diesen Duft aufsprühe, ja, fühle ich mich wohl und muss auch wirklich immer wieder feststellen, was das für eine tolle DNA ist. Wir haben hier primär einen Neroli-lastigen Duft. Also Neroli sollte man tatsächlich mögen. Das Ganze ist aber richtig schön weich. Und wir haben neben Neroli auch noch andere blumige Noten, wie zum Beispiel Jasmin, Ylang Ylang und Iris. Das heißt, wir haben hier ganz klar eine blumige DNA, die im Duftverlauf auch immer pudriger, cremiger und süßer wird. Wir haben aber neben Neroli zum Beispiel auch noch eine Bitterorange, die dafür sorgt, dass der Duft auch immer angenehm frisch bleibt. Ja, wir haben hier eine DNA, die wirklich sehr hochwertig riecht. Der Duft kommt auch immer super gut im Umfeld an. Man riecht sauber, man riecht gepflegt, man wird angesprochen, was man denn trägt. Also ein ganz toller Duft. Die Haltbarkeit, das ist so eine Sache, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, aber vor allem auch unterschiedliche Batches. Dieser Batch hält ohne Probleme 10 Stunden auf meiner Haut und man hat auch die ganze Zeit eine richtig tolle Sillage um sich herum. Es riecht wirklich sauber, gepflegt, blumig und auch frisch. Weiter geht es mit Divine Vanille von der Marke Essential Parfums. Diesen Duft habe ich erst kürzlich vorgestellt. Klickt hier oben rechts gerne mal auf das Review. Ja, wir haben hier auf jeden Fall eine andere DNA, denn der Duft ist recht süß und auch würzig. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass dieser Duft ähnlich zu Harriet von Parfums de Marly riecht. Harriet ist nur ein recht tabaklastiger Duft. Hier in Divine Vanille haben wir auf jeden Fall weniger bis gar kein Tabak enthalten und die DNA ist hier tatsächlich auch etwas süßer. Ja, eigentlich haben wir hier primär einen recht vanillelastigen Duft, also schon relativ süß. Durch Zimt und Osmanthus bekommen wir aber auch so würzig-orientalische Duftnoten. Im Duftverlauf wird die DNA dann immer süßer, da kommt die Tonkabohne immer mehr heraus. Und dann haben wir durch Patchouli aber auch so eine angenehme, dunkle und tiefe Note. Der Duft ist leicht zu mögen, kommt auch immer sehr gut im Umfeld an. Ist eine angenehme, süß-würzige DNA. Ja, der Duft hält ca. 8 bis 9 Stunden, das ist ausreichend. Und was hier wirklich super ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn die 100 ml kosten in Anführungsstrichen nur 75 Euro und dafür bekommt ihr wirklich einen tollen Duft. Dann machen wir jetzt mit Percival von der Marke Parfums de Marly weiter. Für mich ist es tatsächlich auch der tollste Duft der Marke. Das wird jetzt vielleicht einige verwundern. Es ist nicht Layton, es ist nicht Carlyle, es ist nicht Harriet, es ist Percival. Denn diesen Duft kann ich immer tragen. Dieser Duft wird mir nie zu viel. Die Problematik habe ich aber unter anderem eben bei Harriet, Layton und wie sie alle heißen, dass ich irgendwann die DNA über habe und das habe ich bei Percival nicht. Für einige riecht es ja recht belanglos nach Duschgel. Ich weiß gar nicht, warum man mit Duschgel immer etwas Negatives assoziiert. Ich finde das gut, also man riecht dann ja eben frisch und gepflegt. Aber für mich ist es tatsächlich sowieso auch mehr als eben nur ein Duschgelduft. Denn ich nehme zu einer recht frischen und sportlichen DNA noch eine tolle Aromatik wahr. Wir haben hier nämlich diverse Gewürze. Wir haben hier Koriander, Zimt und Lavendel. Und für mich ist es eben weit mehr als nur ein Duschgelduft. Und natürlich ist das auch alles immer Geschmackssache, aber für mich riechen die meisten duschgeligen Designerdüfte auch einfach viel zu synthetisch. Und das ist hier meiner Meinung nach bei Percival anders. Ja, der Duft performt richtig gut, hält mindestens 9 bis 10 Stunden auf meiner Haut. Und ich habe es auch schon öfter in meinen Videos gesagt, das Besondere an Percival ist wirklich die Duftaura. Der Duft liegt in der Luft, ihr seid von einer tollen Aura umgeben und werdet entsprechend ganz positiv vom Umfeld wahrgenommen. So, und ich möchte euch nun auch noch gerne einen Fougère-artigen Duft vorstellen. Fougère-artig heißt vereinfacht ausgedrückt, ja, es riecht nach Barbershop, nach Seife, Rasierschaum und einfach gepflegt.
und deswegen möchte ich euch gerne Maskulin Pluriel von Francis Kurkdjian vorstellen. Ja, wir haben hier einen recht lavendellastigen Duft, also Lavendel müsst ihr wirklich mögen. Das Ganze riecht aber recht frisch und modern. Dafür sorgen unter anderem auch diverse zitrische Duftnoten, wie zum Beispiel Grapefruit und auch die Zitronat-Zitrone. Und hier haben wir tatsächlich auch eine Besonderheit für Fougère-artige Düfte, denn hier wurde auf Eichenmoos verzichtet. Eichenmoos kann, muss nicht, aber kann tatsächlich auch oldschoolig riechen, vor allem in Verbindung mit Lavendel. Und hier wurde auf Eichenmoos verzichtet und dadurch ist diese DNA insgesamt auch einfach etwas moderner. Der Duft wird im Verlauf noch leicht holzig, ja, und auch leicht würzig. Hier haben wir nämlich Atlas-Cedar und Vetiver. Es ist im Großen und Ganzen aber wirklich ein sehr sauberer, frischer, holziger, Fougère-artiger Duft. Die Haltbarkeit ist mit 8 bis 10 Stunden auch gut. Auf jeder Haut hält der Duft natürlich unterschiedlich lange. Aber es ist eine DNA, die wirklich leicht zu mögen ist, zu keinem Zeitpunkt überfordert. Und vor allem passt dieser Duft auch nahezu in jede Situation. Ihr könnt den Duft zur Arbeit tragen, durchaus auch zu sportlichen Aktivitäten oder wenn man mal ausgeht. Also ein Duft, der sich wirklich gut für den Nischeneinstieg eignet. So, und zu guter Letzt möchte ich euch auch noch Pacific Rock Moss von der Marke Goldfield Banks vorstellen. Ja, das ist zwar ein sehr beliebter Duft, der meiner Meinung nach aber trotzdem immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Goldfield Banks ist zwar eine bekannte Nischenmarke, hier bei uns aber nicht so bekannt wie eben viele andere Marken. Ja, wir haben hier einen sehr frischen und auch zitrischen Duft. Die Besonderheit ist aber hier die Duftnote australisches Küstenmoos. Ja, und eben dadurch riecht die DNA recht moosig, aber ganz anders, als wir das zum Beispiel eben von der Duftnote Eichenmoos kennen. Das geht hier meiner Meinung nach in eine ganz andere Richtung. Ich nehme diese Note hier tatsächlich frischer und auch irgendwie moderner wahr. Für mich riecht das Ganze leicht mineralisch und manchmal finde ich, hat man auch das Feeling, dass man so eine leicht salzige Note wahrnimmt. Durch Salbei wird der Duft auch tatsächlich noch richtig angenehm aromatisch. Im Großen und Ganzen bleibt es aber eben ein frischer Duft. Ja, die Haltbarkeit ist mit 8 bis 9 Stunden richtig gut. Da liest man ganz unterschiedliche Dinge, das müsst ihr aber einfach mal selbst ausprobieren. Es ist ein ganz toller Duft, der sich meiner Meinung nach eben durch die australische Küstenmoosnote nochmal von anderen frischen Düften abhebt. Also eine klare Empfehlung. Ja, dann bin ich durch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, welche Düfte du noch so für den Einstieg geeignet findest. Sag ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.